Herzlich willkommen. Es geht ums berufsbegleitende Promovieren und das am besten komplett online. Warum promovieren? Weil es Ihnen Freude bringen wird. Denn Sie können etwas über einen längeren Zeitraum zustande bringen, zu dem man im beruflichen Alltag oft kaum die Zeit aufbringen wird. Mit dem persönlichen Ziel einer wissenschaftlichen Lösung für eine Problemstellung im eigenen Berufsfeld und mit der Aussicht auf die Promotion, auf den Doktortitel, werden Sie eine Planke in Ihrem Leben spüren, die Sie stabilisiert und trägt. So war es meine eigene Erfahrung, als ich berufsbegleitend an meiner eigenen DIS, meiner selbst gewählten Herausforderung arbeiten durfte. Gekrönt durch den Doktortitel, wie es mein Promotor damals in seiner Laudatio sagte. Promovieren ist also erst einmal etwas richtig Gutes für einen selbst. Etwas, das bleibt und für den Beruf ebenso förderlich ist wie für den Alltag. Sie gehen dadurch gestärkt durchs Leben. Ich selbst spüre das noch heute, seit mehr als 2 Jahrzehnten. Und ich gönne Ihnen diese Erfahrung auch. Erst einmal etwas über mich. Mein Name ist Martin Gärtler. Ja, und die bunten Buchstaben davor. Den Professor habe ich mal eingegraut, weil der ist jetzt nicht wichtig. Der steht bei Ihnen wohl noch nicht an. Aber der Doktor. So, und deswegen ist der mal etwas mehr hervorgehoben. Was habe ich gemacht auf dem Weg zum Doktorat? Also ich habe Philosophie, Theologie, Kommunikations- und Sozialwissenschaften studiert, war dann erstmal beruflich aktiv als Fernsehredakteur, war beim ersten privaten Fernsehen 1984, das Privatfernsehen entstand in Deutschland, und seit 1986 Medienproduzent. Meine berufsbegleitende Promotion erhielt ich 1999 in Nijmegen, in Nimwegen, in den Niederlanden. Und da sehen Sie jetzt hier auch das Cover meiner publizierten Doktorarbeit. Ich wurde sehr bald Fachhochschulprofessor in NRW, später dann Universitätsprofessor in Berlin. Und meine Fachgebiete, Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie Medienethik, Medienproduktion, wissenschaftliches Arbeiten, Forschungsseminare. Ich produziere im Übrigen Online-Kurse und Online-Seminare und betreue Doktoranden seit 2011. Die Grundsteine dafür lagen also tatsächlich beim Akt der Promotion 1999 in Nimwegen. Das war sehr feierlich, so ist das in den Niederlanden nun mal üblich. Und danach konnte ich sehr bald sowohl Professor werden in Deutschland als auch Anschluss finden an eine Universität in Utrecht, um dort in der Graduate School Doktoranden zu betreuen. Inzwischen gibt es eine Handvoll privater Hochschulen mit Promotionsberechtigung. Aber auch dort finden Sie keine Möglichkeit, diesen Weg wie im Fernstudium zu gehen. Und zwar so, wie man es sich heute vorstellt. Einfach mal rein online, ohne Präsenzzeiten, ohne Reisezeiten. Selbst wenn es das gäbe, es bliebe die typisch deutsche Besonderheit, dass man von der Zusage eines Doktorvaters oder einer Doktormutter und von deren Betreuung vom Start bis zum Ende abhängig ist. Ein kritischer Punkt, auf den ich noch zurückkommen werde. Und jetzt gibt es endlich eine erste Uni, die staatlich zugelassen ist, also in privater Trägerschaft, und deren Programme, nämlich Bachelor, Master und PhD, nicht nur zugelassen, sondern sogar gemäß den EU-Standards akkreditiert sind. Darauf hatte ich schon vor über 10 Jahren gehofft, dass das einmal möglich werden könnte. Nun ist es so. Die Details über diese Uni, die GHU, Global Humanistic University, und ihr PhD-Programm bilden selbstverständlich den Schwerpunkt unseres heutigen Online-Seminars. Zuvor habe ich aber noch einige wichtige Dinge, nämlich erstens die Frage, welche Kriterien würden Sie ansetzen, um sich für eine berufsbegleitende Promotion zu entscheiden? Außerdem zweitens Hinweise auf Sackgassen, die gerade auf Interessenten für das berufsbegleitende Promovieren warten, durch Anbieter, deren Angebote nicht den Erfordernissen entsprechen. Und drittens geht es mir um Ihre eigenen Hürden. Erfüllen Sie selbst die Voraussetzungen für ein Promotionsvorhaben? Nicht nur formal, sondern auch hinsichtlich der wissenschaftlichen Herausforderungen? Viertens dann alles über die GHU und ihr Doktoratsprogramm bis hin zu den Besonderheiten und teilweise wirklich einzigartigen Vorteilen dieses Angebots. Los geht's jetzt also mit der Frage danach, welche Kriterien Sie selbst anlegen an ein berufsbegleitendes Promotionsprogramm. Das muss ja zu Ihnen passen, wenn Sie diesen Weg gehen wollen mit der berufsbegleitenden Promotion. In der Regel stößt man dabei auf Anbieter aus dem Ausland, denn in Deutschland ist es enorm schwierig, berufsbegleitend zu promovieren. Gehen wir auf den ersten Punkt ein.
Wie lange soll das Ganze denn dauern? Laufzeit in Jahren. Wie lange möchten Sie, wollen Sie sich Zeit nehmen? Wie viel brauchen Sie? Was ist das Minimum? Was ist das Maximum? Und ECTS steht gleich dahinter. Kennen Sie vielleicht schon ein wenig. Das ist also das European Credit Transfer System. Meines Erachtens wäre es gut, wenn Sie eine Laufzeit von 3 bis maximal 7 Jahren vorsehen würden und auch eine Kreditierung, und die braucht immer eine Akkreditierung, eine Kreditierung von 180 ECTS. Was bedeuten die ECTS nun mal noch genau? Das ist ein Workload, das ist so die Studienzeit, der zeitliche Aufwand, den man investieren würde. Und die 180 ECTS wären nach deutschen Maßstäben für das berufsbegleitende Promovieren angemessen. Ein ECTS entspricht im berufsbegleitenden Bereich jedenfalls 25 Zeitstunden. Das heißt, Sie haben einen Credit-Point erlangt für 25 Studierstunden. Das sind Vorbereitungszeiten, das könnten Vorlesungszeiten, Forschungszeiten sein, was auch immer. Die Zeit, in der Sie an Ihrem Werk gearbeitet haben, an Ihrem Studiengang, an Ihrem Abschluss gearbeitet haben. Und so lässt sich das eben auch auf Doktoratsstudiengänge übertragen. Das macht nur nicht jeder. Aber das wäre hervorragend, weil Sie damit in Europa gut aufgestellt sind. Man muss immer auch über das eigene Land hinausdenken. In Deutschland ist fast noch kein Doktoratsprogramm akkreditiert. Das ist hier nicht üblich. Punkt 2. Präsenzphasen oder nur online? Präsenzphase heißt, Sie müssten ab und zu mal irgendwo hinreisen, gegebenenfalls fliegen ins Ausland, Wochenenden dort verbringen oder längere Zeiten dort verbringen. Die Alternative wäre nur online zu promovieren. Naja, diese Website und dieses Programm, was ich Ihnen vorstelle, geht auf Online-Promovieren hinaus. Also damit ist schon mal klar, was ich bevorzuge. Zustimmungshaken dahinter, nur online. 3. Punkt, deutschsprachig oder englischsprachig? Na, ist doch ganz klar. Wenn wir bisher deutschsprachig gelebt haben, muttersprachlich, sind wir immer am stärksten. Da haben wir die größte Ausdruckskraft. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie können ja immer noch hinterher Ihr Buch übersetzen und es international in englischer Sprache oder in anderen Sprachen publizieren. Aber wenn Sie deutschsprachig aufgewachsen sind, deutschsprachig auch gearbeitet haben und so weiter, dann wäre ein deutschsprachiges Programm das Richtige für Sie. Meine Einschätzung. Sie wählen selbst. 4. Punkt. Einstufiges oder mehrstufiges Verfahren. Na, was ist damit nun gemeint? Nun, in Dach DACH, also Deutschland, Österreich und Schweiz, haben wir ein einstufiges Verfahren der Promotionen. Einstufig heißt, sie fallen, ich sag's mal so frech, sie fallen Doktorvätern, Doktormüttern in die Hände, die versprechen sie zu begleiten, und wenn sie mit denen gut auskommen über all die Jahre, dann kommen sie hinterher auch gut durch die Prüfung. Da ist keine Kommission unabhängig oder später aufgeschaltet, die das eigentlich entscheidet. Sie sind abhängig von einer Person oder von zweien, wenn es denn eben 2 Betreuer sind. International ist das anders. Da haben wir mehrstufige Verfahren in den Nachbarländern, ganz klar, Niederlande und so weiter, eben auch Großbritannien, also da, wo die ganz großen forschungsstarken Universitäten auch sind. Das würde man nie machen, sich also einigen Menschen nur quasi so anzuvertrauen, dass man hinterher eine gewisse Abhängigkeit von ihnen hat. Dort ist es mehrstufig und da wird erstmal gearbeitet mit den Betreuern. Dann kommt eine nächste Phase, wenn die der Meinung sind, dass das Vorgelegte nun schon mal ganz gut sei. Dann wird eine Kommission eingesetzt und da haben sie kein Stimmrecht, die Betreuer, sondern die Kommission entscheidet dann und stimmt darüber ab, ob das wirklich den Maßstäben der Wissenschaftlichkeit und des Fachgebietes auch entspricht. Und in der 3. Stufe hat man dann eben die Verteidigung und da sind wir alle zusammen und können dann miteinander nochmal abstimmen, wie sie das nun eigentlich tatsächlich positiv bewerten können, was sie da vorgelegt und vorgetragen haben. Die Verteidigung ist also eine mündliche Veranstaltung am Schluss. Ganz klar, mein Votum geht für ein mehrstufiges Verfahren. Das haben Sie jetzt bestimmt schon verstanden. Ich bin selbst auch so promoviert in den Niederlanden und habe auch dort als Promotor schon mehrere zu ihrem Ziel gebracht. Und ich war ganz dankbar, dass jedes Mal dann nach meiner ersten Phase dann andere nochmal drauf guckten und so wir zu einem guten Ergebnis gekommen sind. Punkt 5. Rigorosum oder Defensio. Sie kennen vielleicht aus Deutschland möglicherweise den Begriff Rigorosum. Da wird man dann dazu herausgefordert, parallel zur Arbeit an der eigentlichen Untersuchung, die man vorhat, an der Doktorarbeit, auch noch bestimmte Seminare zu belegen, unter Prüfungen zu machen.
Ja gut, damit kann man sich natürlich, ich sag mal, ein bisschen ablenkend beschäftigen. Ich finde das nicht so gut. Ich selbst habe deswegen mein Promotionsverfahren auch bewusst in den Niederlanden gestartet und auch zu Ende geführt, weil ich nicht solche Verwirrungen wollte. Ich wollte strikt, zielgerichtet, roten Faden einhaltend auf meinem Weg bleiben. Also mein Plädoyer geht für eine Defensio und gegen ein Rigorosum. 6. Punkt. Wie soll denn das Werk nun abschließen? Also mit dem Doktortitel, mit Fakultätsangabe wie in Deutschland, mit einem Doktortitel ohne Fakultätsangabe, mit einem PhD oder DBA, Doctor of Business Administration. Ich selbst bin ohne Fakultätsangaben promoviert worden, weil das gibt es natürlich nur in Deutschland und möglicherweise in anderen deutschsprachigen Ländern, aber international eben nicht. Das hängt mit dem deutschen Wissenschaftswesen zusammen. Die haben ja auch immer alle Freiheiten, sich irgendwo so zu entfalten, wie es notwendig ist vor Ort oder wie sie es für notwendig halten. Sondern ich habe also dieses zweite Doktorat, Doktor ohne Fakultätsangabe erlangt. Und PhD ist dem gleichgestellt und umgekehrt. Die sind auf gleichem Niveau. Ebenfalls DBA, Doctor of Business Administration, der ist etwas praktischer angelegt, aber ist dem PhD bzw. dem Doktor gleichgestellt. Was würde ich mir wünschen für Sie? Zum Beispiel einen Abschluss als DBA oder noch vorzugsweise mehr als Doktor, aber genauso gut kann da auch noch ein PhD draus werden, der dann dem Doktor wiederum gleichgestellt ist. Das ist Punkt meiner Lösung nachher. 7. Punkt. Promotionsprogramm akkreditiert. Was ist Akkreditierung nochmal, falls Sie das nicht wissen? Ganz kurz. Unsere Studiengänge in den Bachelor- und Masterstufen sind zu akkreditieren. Das ist inzwischen Vorschrift in Deutschland, Gott sei Dank mal auch. Seit 2004 ungefähr setzte die Umstellung darauf ein, von den Diplomstudiengängen von früher. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein im Qualitätssystem in Europa. Und insofern hervorragend, wenn das Promotionsprogramm eben auch akkreditiert ist. Gleich einen guten Haken dahinter. Das ist schon mal ein echtes Plus. Denn was bedeutet Akkreditierung letztlich? Dass externe Gutachter kommen. Externe Gutachter kommen, nehmen alles unter die Lupe, was das Studienangebot angeht, diesen einzelnen Studiengang, in diesem Fall das Doktoratsprogramm. Und das wird nach gewissen Vorgaben und Normen wird das geprüft. Und wenn die dann das Siegel geben, die können auch noch Auflagen erteilen, die binnen gewisser Zeit dann erstmal erledigt werden müssen, damit es auch gültig ist, was akkreditiert wurde. Aber dann haben sie ein Qualitätssiegel. Das hält auch für einige Jahre und dann muss es wieder erneuert werden. Das ist nicht nur in den Hochschulen so, sondern das kennen Sie ja auch aus der Wirtschaft. Zertifizierungen nennt man es dort. So, Punkt 8. Jederzeit starten oder im Semesterrhythmus. Was wäre Ihnen lieber? Na, also als ich anfangen wollte, damals, 1987 bin ich gestartet, mit meinem Doktoratsprogramm in Nijmegen, ganz individuell übrigens umgesetzt. Aber hätte ich da dann warten müssen auf irgendeinen Studienjahresbeginn oder Semesterstart, also das will man doch gar nicht. Man hat sich abgestimmt mit den zuständigen Menschen, hat dann eben, trifft eine Vereinbarung und dann geht's los. Also, das ist ganz wichtig. Jederzeit starten zu können, finde ich, ist ein Bonus, den muss man einfach haben und nicht in irgendwelchen festen Rhythmen, weil wir brauchen auch keine Klassen, keine Kurse. Es sind rein individuelle Forschungsthemen und Forschungsverläufe, die müssen auch individuell betreut werden. Wir brauchen kein Gruppengeschehen in der Weise, wie man es bei Bachelor- und Masterstudiengängen hat. 9. Punkt, Monographie oder Bündel. Gut, das ist die Frage nach der Publikation. Monographie ist das Buch, das ich geschrieben habe. Zum Beispiel meine Doktorarbeit war eine Monographie. Inzwischen, seit bald 10 Jahren schon, ist es international üblich, dass man Bündelpublikationen erstellt. Das heißt, es gibt nicht die eine Publikation, sondern in mehreren Schritten werden 3 oder gar 4 Articles wissenschaftlicher Art, die müssen auch bestimmten Vorgaben, auch formalen Vorgaben natürlich entsprechen, in Journals, also in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert bekommt, meist englischsprachig und peer-reviewed, das heißt eben nicht von einem abgenickt oder so, oder der Verlag hat gesagt, prima, tolles Thema, wir publizieren das, sondern bewertet und zwar anonym, peer-reviewed. Dann hat man also mit 3 oder 4 Publikationen, je nach Absprachen und Programmen, hat man dann seine Dissertationspflicht quasi erledigt und ist dann auch promovabel. Also ich würde Ihnen gleich ein anderes Modell vorschlagen, nämlich Monographie plus ein Artikel. Das halte ich für sinnvoll und Artikel hinterher. Warum das so ist und was das bewirkt und was das auch für Sie bedeutet,
später. Das ist wieder Bestandteil meines Punktes 4, die Lösung. Ansonsten, wenn Sie das nicht wollen, die Lösung nicht wollen, die ich Ihnen vorschlage, Monographie in jedem Fall, würde ich sagen, jedenfalls vorziehen, weil da haben Sie dann Ihr Werk und das ist auch immer noch das, was heute zählt, wenn Sie vielleicht noch nicht so alt sind, sondern noch relativ jung sind und Sie möchten irgendwo in der Wirtschaft was werden, dann guckt man danach, was hat der Mensch denn da zustande bekommen und wie tief ist er denn gegangen und wie weit geht denn die Lösung? Als sich das dann wieder zusammenfassend aus irgendwelchen Articles, die man natürlich auch bündeln kann, so heißt es ja dann auch, sich selbst herauszuholen, diese Informationen. Vorzug also Monographie. Mein Plusvorschlag ist mit Artikel danach. So, letzter Punkt, Punkt 10, Festpreis. Das ganze Paket nicht einmal zahlen, sondern einmal wissen, das gilt jetzt, der Preis gilt für die nächsten 3, 5 oder gar 7 Jahre. Oder Kosten gemäß Betreuungszeit. Das gibt es auch. Gibt Anbieter, da zahlen Sie mal wegen einen Grundstock oder pro Jahr oder pro Halbjahr so und so viel oder pro Monat oder wie immer. Und je nachdem, wie lange Sie brauchen, wird es dann teurer und teurer. Und im Zweifel kommen dann auch noch da Reisen hinzu, wenn Sie sich für ein Programm entscheiden mit Präsenzphasen, dann müssen Sie irgendwo hinreisen und da werden Sie auch betreut. Also Kosten über Kosten über Kosten könnten da zusammenkommen. Mit anderen Worten, ich plädiere sehr stark, dass Sie sich eben auch orientieren an dem Modell eines Festpreises. Gehen wir nun weiter zum nächsten Schritt, nämlich viele Sackgassen. Und die Sackgassen sehe ich nämlich vor allen Dingen da, wo eben wir am Schluss des Ganzen ja unseren Doktortitel auch irgendwo in Deutschland führen können wollen und müssen. Dafür tun wir es ja schließlich auch. Wir forschen ja nicht nur, weil wir forschen wollen, sondern wir wollen ja natürlich auch dafür einen Titel haben, damit wir eben auch als forschender Praktiker zum Beispiel ausgewiesen sind, ne? Ja, und deswegen müssen wir einfach mal miteinander schauen, was denn die Kultusministerkonferenz, die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, uns so für Orientierungen gibt für unsere Wahl eines im Ausland stattfindenden Promotionsprogrammes. Das sehen wir hier. Da sind wir nämlich mit einem Promotionsprogramm eingestuft als D1 in der Klasse D1. Und das bedeutet, dass man mindestens 3 Jahre geforscht und gearbeitet hat. Also alles, was kürzer ist als 3 Jahre, manche versprechen 1,5 Jahre, 1 Jahr, kann man in die Tonne kloppen, weil das bringt nichts, wenn Sie sich hinterher irgendwo bewerben oder gar auch mal vielleicht Professor werden wollen. Und dann wird sowieso vom Ministerium, ob es so eine staatliche Hochschule ist oder eine private, ist ganz egal. Es wird immer vom Ministerium geprüft, ob Sie denn wirklich auch tatsächlich so promoviert haben, dass Sie auch Professor werden können. Halten Sie sich am besten an diese deutschen Standards, mindestens 3 Jahre. Am besten 180 ECTS und das entspricht nämlich genau 3 Jahren. Warum? Ich sage es nochmal kurz. Weil es einen gewissen Workload gibt, der pro ECTS dahinter steckt, nämlich 25 Stunden pro ein ECTS, pro ein Credit Point, sagt man auch. Und pro Jahr setzt man in Deutschland 60 Credit Points pro Studienjahr an oder 30 pro Semester. Also mit anderen Worten, diese 30 mal 6 oder die 60 mal 3 entsprechen eben 3 Jahren. So, und außerdem wird eine wissenschaftliche Prüfung erwartet. Eine wissenschaftliche Prüfung. Und als Abschluss Doktor oder PhD beziehungsweise DBA ist ebenfalls dort eingestuft. Nicht tauglich sind Angebote, die im deutschsprachigen Raum als postgraduale Studienangebote gelten. Das sind postgradual, das heißt, die kann man nochmal mit einem Jahr zusätzlich nach seinem Master oder nach einem Diplomstudiengang nochmal draufhängen. Und die gibt's dann so aus einigen Gebieten, so hier am östlichen Rand unseres Sprachgebietes, wo man dann einen JUDR-Punkt, also einen Juris-Doktor, verliehen bekommen kann oder einen PH-Doktor. Das sind aber keine D1-Doktorate, sondern das sind nur postgraduale Studienangebote. Ich hatte es an einer früheren Hochschule erlebt, da bewarb sich einer mit einem JUDR-Punkt und wollte Professor werden und das Ministerium in Düsseldorf hat es abgelehnt. Hat gesagt, es geht nicht. Sie haben keinen echten Doktor. Also Finger von solchen Angeboten lassen. Unbedingt, das ist meine große Empfehlung. Ich fasse einfach mal in einigen Punkten zusammen, worauf Sie achten müssen, was Sie auf keinen Fall tun sollten.
Also Punkt 1. Die Laufzeit wäre weniger als 3 Jahre oder hat keine ECTS, Finger davon. Weniger als 3 Jahre ist zu kurz. Und keine ECTS ist deswegen schwierig, weil Sie, wenn Sie irgendwann auch international auftreten und wenn Sie irgendwann mal eben vorlegen müssen, wie denn Ihr Doktorat zustande gekommen ist, dann sind Sie mit ECTS, mit dem European Credit Transfer System, immer auf der richtigen und sicheren Seite. Womöglich sicherer als mit einem Doktorat aus deutschen Universitäten. Punkt 2. Präsenzphasen in Deutschland oder irgendwo. Ganz furchtbar. Das passt manchmal nicht in Ihr Berufsleben hinein. Da können Sie sich nicht frei machen. Selbst wenn Sie selbstständig sind. Irgendwo müssen Sie dann plötzlich agieren und haben einen Kundentermin und sonst was. Dann können Sie so einen Termin nicht wahrnehmen und dann haben Sie vielleicht möglicherweise erst in ein paar Monaten wieder die Möglichkeit, an dem gleichen Programmpunkt nochmal teilzunehmen bei Ihrem Anbieter. Das verzögert alles, kostet extra, ist schwierig. Würde ich lassen. Punkt 3. Nur englischsprachig. Wozu? Wozu? Die Wissenschaftssprache ist auch Deutsch, vielleicht vor allen Dingen Deutsch, aus meiner Erfahrung zumindest. Also arbeiten Sie doch ruhig in Ihrer Sprache, so wie Sie auch ansonsten tätig sind und leben und auch forschen können, weil das hinterher nochmal zusammenzudampfen auf eine andere Sprache, eine andere Übersetzung in verschiedene Sprachen, weltweit, ganz egal, ist immer noch möglich. Hauptsache, die Quelle ist so intensivsprachlich wie nur eben möglich. Das wäre mein Hinweis dazu. Nur englischsprachig halte ich jedenfalls für eine Sackgasse. In dem Moment, wo Sie sich da nicht gut verständigen können und erstmal in die Fachsprachen rein müssen, die Sie dort haben und auch in die Wissenschaftssprache, mit der Sie vielleicht noch gar nicht so vertraut sind, weil Sie eher Praktiker sind, könnte auch sein, und die wissenschaftlichen Begriffe erstmal auch noch lernen müssen und unterscheiden können müssen, verlieren Sie nur unnötig Zeit und Kraft. 4. Punkt. Die Verfahrensstufen sind unbekannt. Sie wissen nicht, ob es da irgendwie eine Mehrstufigkeit gibt oder nicht, ob das einstufig läuft. Selbst wenn da mehrstufig stehen würde, wissen Sie noch nicht, wie die aussehen. Sehr oft wird das von den Anbietern nicht offengelegt. Klar, die wollen ihre Websites nicht zu sehr füllen, aber Sie wollen es doch wissen, oder? Ja. Also unbekannte Verfahrensstufen ist nicht gut. 5. Punkt. Rigorosum oder Defensio, unbekannt. Sie wissen nicht, ob dies oder das andere stattfindet. Ob Sie da ein Rigorosum machen müssten oder eine Defensio, wird oft nicht offengelegt. 6. Punkt. Abschluss ist falsch oder nicht nutzbar. Der eben beschriebene PH-Doktor und U-Doktor und so weiter. Finger davon. 7. Punkt. Promotionsprogramm nicht akkreditiert. Akkreditierung wird immer wichtiger, würde ich auf keinen Fall darauf verzichten. Punkt 8. Startzeiten unbekannt. Sie wissen nicht, ob Sie heute, morgen oder erst in 7 Monaten oder wann immer starten können. Wenn das da schon mal nicht beisteht, schwierig. 9. Punkt. Monographie oder Bündel, unbekannt. Sie wissen gar nicht, wie Ihre Publikationspflicht aussieht am Schluss, denn ohne Publikationspflicht geht es gar nicht. Eine nicht publizierte Dissertation, manchmal nennt man es auch Thesis, die Begriffe laufen gerade im englischen Sprachraum gegeneinander, gegenüber dem, was wir bei uns kennen. Also jedenfalls Ihre Abschlussarbeit, Ihre Doktorarbeit. Welche Form hat die denn? Das muss da stehen. Wenn es nicht dabei steht, wissen Sie nicht, was Sie erwartet. Punkt 10. Die Kosten sind unklar. Eben schon berichtet, das ist schwierig. Wenn da kein Festbetrag steht, würde ich da die Finger von lassen. Denn hinterher wird das plötzlich verändert. Es kommen noch mehr Termine dazu. Sie müssen noch mal dahin und plötzlich kostet ein halbes Jahr oder noch eine zusätzliche Prüfung oder sonst was extra. Schwierig. Pauschalpreis, alles andere kann Ihnen richtig aus der Hand laufen. Aber auch eigene Hürden gibt es. Nicht nur die bei Anbietern gibt es, nicht nur Sackgassen, sondern auch bei uns selbst eigene Hürden. Die stelle ich Ihnen jetzt in Frageform vor. Haben Sie ein 5-jähriges Hochschulstudium abgeschlossen? Beziehungsweise Bachelor plus Master mit insgesamt 300 ECTS abgeschlossen. Also ein 5-jähriges früheres Universitätsstudium ist auch dem natürlich gleichgestellt, das ist klar. Deswegen nenne ich extra die Zahl 5-jähriges Hochschulstudium abgeschlossen. Nächster Punkt, außerhochschulische Fähigkeiten und Kompetenzen müssen Sie haben, und zwar nachweisbar und anerkennbar, falls Sie weniger als 300 ECTS erlangt haben. Sie können nach deutschem Recht meistens sogar mit einem FH-Diplom aus früherer Zeit sich auf den Promotionsweg machen. Sie haben aber dann ein Studienjahr zu wenig gemacht gegenüber dem Universitätsdiplom von früher. Das war 5-jährig.
Insofern, wenn Ihnen also dieses Studienjahr in Ihrer History fehlt, dann können Sie aber auf jeden Fall etwas auffüllen durch Ihre außerhochschulischen Fähigkeiten und Kompetenzen. Das ist also letztlich das, was Sie im Beruf geleistet haben. Aber nachweisbar heißt, es muss auf dem Papier vorliegen, dass Sie beispielsweise Weiterbildungen gemacht haben, die Sie in Ihrem Beruf weiter qualifiziert haben. Und es muss anerkennbar sein. Auch dazu gibt es eben dann ein Verfahren. Und das wird dann von der jeweiligen Hochschule auch Ihnen angeboten. Dies dürfte auch im Ausland der Fall sein, zumindest bei meiner Lösung für Sie. Ist Ihre Promotionsbefähigung nachweisbar? Auch das ist kein unwichtiger Punkt. Promotionsbefähigt heißt, dass Sie eigentlich mit Ihrer letzten Abschlussarbeit, zum Beispiel nach einem Masterstudiengang, imstande sind, wirklich sehr sauber wissenschaftlich zu arbeiten und nicht nur rein deskriptiv über etwas zu schreiben, sondern etwas zu untersuchen. Dazu gehören auch die entsprechenden Methodenkenntnisse und auch die Erfahrungen mit den Methoden. Haben Sie vielleicht sogar schon mal empirisch gearbeitet oder eher nicht, eher betrachtend geschrieben? Nachweisbar heißt, können Sie anhand Ihrer Abschlussarbeit, wenn Sie die vorlegen, beweisen, dass Sie schon wissenschaftlich richtig gut trainiert sind und promotionsbefähigt sind. Sollte das nicht der Fall sein, habe ich ein Angebot für Sie. Letzter Punkt. Sind Sie auf wissenschaftliches Arbeiten, also aufs Forschen ausgerichtet? Haben Sie solche Erfahrung? Sind Sie darauf motiviert? Ich finde das enorm wichtig. Wenn man nur um des Titels willen versucht, irgendwie mit Hilfe von Ghostwritern sich irgendwas zusammenzupusten, ist nicht gut. Klappt auch in der Regel nicht. Klappt wirklich in der Regel nicht. Kann man lassen. Also, wenn es Sie wirklich reizt, jetzt doch auch mal in Ihrem Berufsleben mehr mit wissenschaftlichen Aspekten und nicht nur Kenntnissen, sondern auch Erfahrungen, dass Sie wirklich was machen können in der Richtung bereits, wenn Sie da glänzen wollen und auch vielleicht schon Erfahrung gesammelt haben, aber zumindest dafür motiviert sind. Also, wenn dieses Thema für Sie nicht schwierig ist, sondern ja, wenn Sie das reizt, dann kann und wird das Promovieren ein guter Weg für Sie sein. Ich würde Ihnen gerne helfen, die eigenen Hürden erst einmal vielleicht zu beseitigen und schlage Ihnen daher aus meinen eigenen Ressourcen ein Pro-Seminar vor zur Vorbereitung auf eine Zulassung zum Promotionsverfahren. Das hat gewisse Ziele, die können Sie sich auch nochmal auf der Webseite dort anschauen, bei promotionsbegleiter.de. Und dort gehört auch ein Schulungsprogramm dazu, eine Masterclass bestehend aus 10 Modulen, die Sie dann eben auch einfach im Überblick sich schon mal durchschauen können. Unter https://promotionsbegleiter.de/Angebote finden Sie die Dinge. Es geht darum, die Sackgassen vieler Anbieter zu vermeiden. Meine Idee ist, das könnten Sie am besten hier, bei der Global Humanistic University. Warum? Die Laufzeit ist dort 3 bis maximal 7 Jahre und das Programm ist kreditiert 180 ECTS. Perfekt. Zweitens, Präsenzphasen oder nur online? Nur online. Darum geht's ja hier. Drittens, deutschsprachig oder englischsprachig? Deutschsprachig. Ja, man muss schon sagen, muttersprachlich. Es kann, und das ist wirklich der humanistische Aspekt auch an der GHU, jeder in seiner Muttersprache dort sein Promotionsprogramm absolvieren. Dazu gehört allerdings auch noch, deswegen in Klammern, eine englische Summary natürlich zur Doktorarbeit dazu zu erarbeiten. Das ist klar, aber das hätte man in jedem Fall heutzutage allüberall. Man muss immer noch eine internationale Sprache, eine Weltsprache, wie man so sagt, eine Summary machen von einigen Seiten nur von der vorgelegten und abgesegneten Doktorarbeit. Einstufiges oder mehrstufiges Verfahren? Mehrstufig, ganz klar, in den 3 Stufen wie vorhin beschrieben. 5. Punkt, Rigorosum oder Defensio? Defensio, Sie verteidigen Ihre Arbeit muttersprachlich. Punkt 6, Abschluss Doktor und so weiter und so fort. Ganz einfach, PhD und Doktor. Die GHU schreibt Ihnen in Ihre Urkunde, dass Sie den PhD und auch den Doktor führen können, um damit eben allen internationalen Standards zu entsprechen. 7. Promotionsprogramm akkreditiert? Ja klar, ich zeige Ihnen das gleich noch. 8. Jederzeit starten oder im Semesterrhythmus? Jederzeit. Heute rein, fertig, ab geht's. 9. Monographie oder Bündel? Monographie und Artikel, vorhin schon berichtet. Und warum das ein Vorteil ist, verrate ich Ihnen nachher noch. Das ist ein echter Vorteil für Sie. Punkt 10. Festpreis oder kostengemäß Betreuungszeit? Ein Festpreis. $25.000. Der ist festgeschrieben.
ist in Raten zahlbar und muss also nicht auf einen Schlag eingezahlt werden, natürlich, das ist klar. Was sind die Besonderheiten der GIQ? Fernstudium ohne Ausnahmen, auch alle Prüfungen nur online. Sie müssten nie irgendwo antreten, nicht mal zur Verteidigung ihrer Arbeit. Prüfungen und Dissertation laufen muttersprachlich. Es wird dafür gesorgt, dass die Betreuer, mit denen Sie zu tun haben, auch tatsächlich ihre Muttersprache sprechen. Das kann dann mal einen Moment dauern, wenn Sie vielleicht nicht eine der Weltsprachen sprechen, aber die GHU verspricht, das zu lösen. Die Dissertationssummary sowie auch ein anschließender Journalbeitrag sind in englischer Sprache einzureichen. Die Hochschulorte liegen in dem Königreich der Niederlande in Willemstad, Curaçao und im Vereinigten Königreich in Anguilla. Sie sehen im Bild links die offizielle Lizenzierung der GIQ in Anguilla mit dem Gouverneur und dem Rektor. Und hier kommen jetzt auch noch die Akkreditierungen der GIQ. Das sind nicht gerade wenige internationale, sogar aus Deutschland ist die ABCAS mit im Boot. Weiter mit den Besonderheiten. Sie wollen das bestimmt wissen. Mögliche Forschungsgebiete, ja. Ich spreche sie kurz durch. Finanzen, Logistik, Tourismus, Immobilienwirtschaft, Banken und Versicherungen, öffentliche Verwaltung und Management, Energie, Sport, Management und Beratung, Umwelt, Kommunikation, soziale Verantwortung der Unternehmen, Wirtschaft und Steuern, nachhaltiges Management, Marketingmanagement, Gesundheit, Restrukturierung von Unternehmen. Das sind so die Forschungsgebiete. Und die sind natürlich auch immer noch in viele Richtungen offen, das ist klar. Aber so wissen Sie nun zumindest, in welche Richtung es hier geht. Die Studienzeit, mindestens 3 Jahre, maximal 7 Jahre. Kreditierung und Workload sind 180 ECTS und die Struktur 2 Phasen. Und die stelle ich Ihnen jetzt auch gerne vor. Die erste Phase enthält also ein Research Proposal, also ein Exposé des Forschungsvorhabens. Außerdem sind die Fähigkeiten des akademischen Schreibens und der wissenschaftlichen Methoden zu beweisen in einem entsprechenden Modul mit einer entsprechenden Prüfung. Zudem reflektieren Sie Ihre berufliche Perspektive und Fähigkeiten und planen dann in dem großen Paket eines Exposés, wie es dann dort heißt am Schluss, Ihr Research-Programm. So, und das Ganze mal in Credit Points wieder gesehen, also mit anderen Worten mit Workload, mit Umfang. Die kleine Einstiegshürde ist eben das Research Proposal mit 5 Credit Points, das ist auch nicht so viel Aufwand. Und dann kommen die beiden nächsten Module, die sind auch noch nicht so umfangreich, aber diese 3 zusammen bilden so viel wie eben das 4. Modul, nämlich das Exposé mit 30 Credit Points. Mit 30 Credit Points, das heißt 750 Stunden Arbeit. Sollte man sich auch durchaus nehmen. Der Hinweis Any Order mit dem Sternchen bedeutet übrigens, diese ersten 3 Module, die können in beliebiger Reihenfolge erfolgen, müssen aber abgearbeitet sein, bis dann an 4. Stelle das Exposé tatsächlich vorgelegt wird. 60 Credit Points eben dann für die erste Phase. Die zweite Phase besteht aus der Dissertation, aus der Dissertation oder eben Thesis, je nach Sprachgebrauch. Und da gibt es dann eine Publikation, eine erste in der Muttersprache. 85 Credit Points sind das übrigens. Und das Research Paper, also der Journalbeitrag, ist die zweite Publikation englischsprachig mit 30 Credit Points. Abgeschlossen wird das Ganze dann mit einer mündlichen Präsentation und mit der Verteidigung, Defensio auf Latein. Was ist nun, wie angekündigt, der Vorteil für Sie, dass Sie einerseits Ihre Monographie herausbringen, nicht ganz so umfangreich nämlich, das ist der Vorteil. Und zweitens können Sie dann eben anschließend strukturiert einen Journalbeitrag aus den Inhalten, aus dem, was Sie erforscht haben, nochmal in einer weitere Publikation auf den Markt werfen. Das tut dann nicht Sie selbst, dafür sorgt die Uni, publiziert es im Zweifel selbst, aber sie sorgt auch dafür, wenn eben möglich, dass es in einem der Ihrem Fachgebiet zugehörigen Journals dann auch erscheinen kann. Und dass das möglich ist, ist für Sie ganz hervorragend. Sie haben dann zeitnah hintereinander eine Publikation als Buch auf dem Markt Ihrer Muttersprache, Ihres Landes und außerdem eine internationale Publikation in englischer Sprache. Also 2 Produkte, das ist in jedem Fall auch beruflich, wissenschaftlich später sowieso ein Mehrwert. Die Zulassungsvoraussetzungen
ein Diplom- oder Masterabschluss, insgesamt 300 ECTS, hinreichende Englischkenntnisse, um zum Beispiel mit dem Office, mit dem Registrar kommunizieren zu können. Manche Dinge werden natürlich auf Englisch abgewickelt, das ist klar. Die Administration ist englischsprachig. Und Sie werden ja auch die Summary Ihrer Dissertation und Ihr Research Paper in Englisch schreiben oder zumindest einreichen. Umfangreiche Berufserfahrung, damit das, was Sie untersuchen wollen, nun auch wirklich geerdet ist durch Ihre eigene Praxiserfahrung und Ihrer Praxis zugutekommen kann. Das Thema Qualitätssicherung ist ja auch sehr wichtig. Hier sind wir auf einer sehr sicheren Seite. Schauen wir zunächst auf die Grundlagen. Die Voraussetzung seitens der Kultusministerkonferenz in Deutschland ist, dass es sich um lizenzierte, also staatliche oder staatlich anerkannte Universitäten handelt, die den Abschluss verleihen, und zweitens, dass ein wissenschaftliches Prüfungsvorgehen gegeben ist. Die GHU hat erstens ihre staatliche Lizenz und ihr Doktoratsprogramm ist zudem bereits akkreditiert. Sie sehen links die Lizenz im Original eingescannt vom August 2022. Und darunter sehen Sie eben auch die Akkreditierungssiegel für das Doktoratsprogramm der GHU. Doktoratsakkreditierungen sind in Deutschland leider nicht erforderlich. Nahezu kein deutsches Promotionsprogramm ist akkreditiert. Braucht es auch nicht, weil die Akkreditierungen waren ja ursprünglich erstmal aufgelegt, laut Bologna-Programm, für Bachelor- und Masterstudiengänge. Aber international hat sich inzwischen durchgesetzt, dass auch Doktoratsprogramme akkreditiert sein sollten. Das Prüfungsprogramm für den Doktor an der GHU ist wissenschaftlich und es ist mehrstufig, wie zum Beispiel in den Niederlanden, wo ich es selbst erlebt hatte, und in UK. Das Prüfungsprogramm der Doktorate in Deutschland ist leider nur einstufig. Ja, unter anderem dafür wird es seit mehr als 10 Jahren vom Wissenschaftsrat kritisiert. Die Basis für die Qualitätssicherung des Promotionsprogramms bei der GHU ist also erkennbar besser als bei deutschen Universitäten. Das kann man einfach mal ehrlicherweise so sagen. Nun geht es um die Führbarkeit des Doktortitels. Sie wollen den ja auch nutzen eines Tages, ist doch klar. Laut Urkunde der verleihenden Universität GHU kann der Abschluss PhD auch als Doktor geführt werden. Das steht also schon gleich in der Urkunde drin. Sie haben selbst die Freiheit, ihn so oder so zu führen. Sie müssen gar nicht erst irgendwo anklopfen und bitte, bitte machen, sondern Sie haben einen PhD und zugleich den Doktor. Nutzen Sie bitte nur einen davon, das ist klar. In Deutschland gilt, internationale Doktorgrade außerhalb begünstigter Räume, wie das dann so heißt, wie EU und Europäischer Wirtschaftsraum und andere, sind unter Angabe der verleihenden Universität zu führen. Vor dem Namen müsste hier also jetzt stehen dann Dr. GHU in Klammern Vorname, Nachname oder alternativ Vorname, Nachname, PhD in Klammern GHU. In umliegenden europäischen Ländern kann die Führung eines internationalen Doktortitels ohne irgendwelche Zusatzangaben, etwa zur verleihenden Universität oder zum Fachgebiet erfolgen, zum Beispiel in den Niederlanden. Auch in Österreich kann man einen Doktor aus dem Ausland problemlos führen, allerdings nicht in Urkunden verwenden. In der Schweiz gilt, auf Visitenkarten und so weiter ohne Zusätze führbar. Ein Verweis auf die verleihende Universität sollte im Curriculum vitae, in einem Lebenslauf, den man publiziert, dann doch hinzugesetzt werden. Ich möchte Ihnen etwas anbieten. Beratung, vielleicht auch Begleitung. Wenn Sie mögen, buchen Sie ein kostenloses Erstgespräch mit mir für Ihre Fragen zum Doktoratsprogramm der GHU und auch zur Klärung Ihrer Eignung. Womöglich kann ich Ihnen daraufhin meine Empfehlung für Ihre Bewerbung an der GHU mit auf den Weg geben. Ich danke Ihnen schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Das war jetzt ein intensives Online-Seminar mit einer Fülle von Informationen. Sie haben vielleicht mitgeschrieben und wenn wir uns beim Online-Gespräch wiedersehen, dann können wir noch gezielter und weiter auf die Dinge eingehen, die Sie noch interessieren. Etwa, und das kam vorhin bereits als Frage rein, reicht mein früheres FH-Diplom für die Zulassung? Tatsächlich folgt die GHU darin den Promotionsordnungen in Deutschland. Ein deutsches Fachhochschuldiplom wird ja hier ebenfalls als Zulassungsvoraussetzung anerkannt. Gegebenenfalls können auch noch wissenschaftliche Zusatzleistungen in Frage kommen.
Und wenn Sie die Links aufrufen, die ich Ihnen hier zugänglich gemacht habe, werden Sie auch entdecken, dass es neben dem PhD-Programm auch ein DBA-Programm gibt, dessen Abschluss ebenfalls als Doktor geführt werden kann. Über die Unterschiede und was besser zu Ihnen passen würde, können wir auch noch gern live miteinander sprechen. Zum Schluss mein Hinweis vom Anfang. Promovieren und das berufsbegleitend kann Ihnen viel Freude bringen. Mein Motto ist klar: Promovieren macht glücklich. Vielleicht ja auch Sie. Alles Gute.